So Leute, in dem heutigen Video, da stellen wir mal den schwedischen Traum und den Traum von Schweden gegenüber. Und was ich damit genau meine und ob die sich einander ausschließen, das hören wir uns jetzt mal an. Und was es mit den 3 Vs auf sich hat. Denn die sind nämlich ganz wichtig, wenn wir uns den schwedischen Traum angucken. Jetzt geht's los. Ja, fangen wir doch erstmal mit dem Traum von Schweden an. Was meine ich denn damit genau? Ja, mit dem Traum von Schweden, da meine ich uns Deutsche, die den Traum haben, nach Schweden auszuwandern und da ein besseres Leben als in Deutschland zu finden. Ja, und aus eigenen Erfahrungen und wenn ich da mit den deutschen Auswandern hier spreche oder auch in den Foren lese, da ist ja häufig der Grund, dass die Deutschen gerne mehr in die Natur wollen. Die wollen eher diese ruhige, stille, skandinavische Natur und das Ungestörte, etwas ab von der Zivilisation, von den Großstädten. Die wollen ans Wasser, die wollen die Seen und das etwas langsamere Leben. Und genau, das ist eigentlich so, glaube ich, das, was die meisten erstmal bewegt. Dann gibt es natürlich immer eigene Gründe, warum man nach Schweden oder generell nach Skandinavien auswandern will, persönliche Gründe. Aber ich glaube, irgendwo ist das doch ein Kern, der viele antreibt, dass die sagen, ja, Deutschland schön und gut, aber es sind halt auch einfach viele, viele Menschen da und es ist etwas eng in der Natur. Und man braucht vielleicht lange, um in die Natur hinauszukommen. Und hier in Schweden, da muss man die Natur mit nicht so vielen Leuten teilen, sondern hat die häufig für sich selber. Und genau, dadurch, dass hier einfach viel, viel weniger Menschen leben und es ein riesiges Land ist, hat man einfach diese ruhige, ungestörte Natur und kann sich hier sein kleines Schwedenhäuschen kaufen, sein rotes Schwedenhäuschen à la Bullabü. Und damit sind, glaube ich, die meisten Deutschen dann auch sehr zufrieden, wenn die herkommen. Ja, und dann kann man hier, glaube ich, auch ziemlich gut leben und sich für kleines Geld hier ein Häuschen auf dem Lande kaufen und da ein ziemlich gutes Leben haben. Ich glaube, das treibt viele Leute an, dann auch nach Schweden tatsächlich auszuwandern. Und die Auswanderer, die man hier antrifft, sind halt auch häufig eher in den ländlichen Regionen. Natürlich gibt es auch die Leute, die hier in die Großstadt auswandern, aber Großstadtleben in Schweden ist halt nicht vergleichbar mit Großstadtleben in Deutschland oder anderen europäischen Ländern, also mit London oder Paris oder Amsterdam. Es ist halt etwas ruhiger hier. Ja, von daher kann man sagen, das ist dann der Traum von Schweden. Aber jetzt gucken wir uns doch nochmal an, was der schwedische Traum ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den amerikanischen Traum, den American Dream, von Tellerwäscher zum Millionär. Das ist hier nicht wirklich angesagt in Schweden. Aber es gibt auch einen schwedischen Traum, der hier, glaube ich, immer noch recht stark verwurzelt ist. Ist natürlich nicht unbedingt was alle verfolgen. Aber der schwedische Traum, und das hat nämlich mit diesen 3 Vs zu tun, ist Villa, Volvo, Vovve. Ja, und was meine ich damit jetzt genau? Ja, Villa, das sagen die Schweden zu einem ganz gewöhnlichen Haus. Der Traum vom Eigenheim ist hier doch sehr stark in Schweden. Und viele wollen einfach auch gerne in einem Haus wohnen. Aber man muss sagen, nicht wirklich ländlich häufig, auch wenn natürlich die Schweden auch ländlich wohnen. Aber es wird sich doch stark auf die Großstadtregion fokussiert, weil da sind die Jobs, da ist die Arbeit. Von daher, das darf man nicht unterschätzen. Und das sieht man dann noch in den sehr ländlichen Regionen, dass die Leute da eher wegziehen und nicht unbedingt hinziehen. Da kann die Natur noch so schön sein, aber wenn es da nicht die Arbeitsmöglichkeiten geben oder die Infrastruktur, dann wollen die Schweden da nicht so gerne wohnen. Und das sieht man gerade sehr weit im Norden, aber auch über ganz Schweden verteilt in den sehr ländlichen Regionen, dass da die Bevölkerung stagniert oder zurückgeht. Ja, kommen wir zum nächsten, der Volvo. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schwer zu erraten. Volvo ist halt immer noch einfach eine der größten Automarken hier in Schweden. Die Schweden, die lieben ihre Volvos. Und genau, ist einfach vielleicht nicht unbedingt ein schwer zu erreichender Traum der Schweden, aber es gehört in dieses Dreierpaket dazu. Der Volvo muss einfach sein. Kommen wir auch schon zum letzten V, der Vovve. Und das könnt ihr wahrscheinlich auch denken, das ist der Hund, der Vovve. Und ich glaube, das Ganze hängt einfach so ein bisschen zusammen, dass wenn du dein Eigenheim hast und dein Volvo und dein Hund, dann passen diese Teile einfach super gut zusammen. Du hast den Platz für den Hund und du kannst ihn überall mit hinnehmen. Weil ein Volvo Kombi, der hat einfach die Möglichkeit, da einen Hund reinzustecken. Und ja, irgendwie gehört das dann noch zusammen. Und klar, es ist ein deutlich bescheidener Traum als der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber die Schweden, die sind da vielleicht auch etwas mehr bescheiden.
Und am Ende des Tages kann man das vielleicht auch ja, als etwas langweilig empfinden, aber so sieht das aus in Schweden. Villa, Volvo, Wuffe, die 3 Vs. Naja, jetzt haben wir ja gehört, was der Traum von Schweden ist, also die Deutschen, die hier gerne nach Schweden auswandern wollen und der schwedische Traum. Und ganz ehrlich, die Deutschen, die wollen raus in die Natur, ins Ländliche, die wollen die kleinen, süßen, roten Schwedenhäuser haben, die wollen ungestört in der Natur sein. Und die Schweden, naja, die sind halt eher auf die urbanen Zentren doch bezogen, die wollen gerne auch ihr Haus haben, aber vielleicht nicht unbedingt das Haus, was super ländlich ist und weit ab von der Zivilisation. Und ja, die wollen dann ihren Volvo haben und ihren Hund. Und am Ende des Tages glaube ich, dass diese Träume perfekt zueinander passen. Die Deutschen, die können halt sich eher die ländlichen Regionen erobern, stören dabei überhaupt nicht die Schweden. Die Schweden, die finden das super, da vielleicht dann die Regionen, die etwas Probleme haben, die Bevölkerung zu halten, etwas Zuschuss bekommen. Von daher sind das, glaube ich, 2 Träume, die perfekt zusammenpassen und nicht aneinander krachen. Von daher ist es, glaube ich, kein Problem, dass wir hier diese beiden Träume gleichzeitig in Schweden ausleben. Ja, ich hoffe, euch hat diese Gegenüberstellung von diesen 2 Träumen gefallen. Vielleicht folgt ihr sogar den Traum von Schweden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, folgt meinem Kanal und gebt gerne ein Like zu diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.